Erster Stopp auf unserer Rundreise in Indonesien ist Lombok. Und über Lombok sagt man oft, es sei wie Bali, nur wie vor 20 Jahren. Was da wirklich dran ist und ob Lombok tatsächlich eine untouristische Alternative zum großen Nachbarn ist, erfahrt ihr in diesem Video. Bevor wir uns einen Roller mieten und hier die Strände im Süden von Lombok erkunden, wollen wir euch erstmal erklären, wo Lombok liegt und wie man hier am besten hinkommt. Die Insel Lombok liegt östlich von Bali und die beste Art und Weise hierher zu kommen ist mit dem Boot. Das geht von Bali aus und zwar von Padang Bai an der Ostküste. Das ist so ein kleiner Hub und da kann man entweder ein Speedboot nehmen oder die Fähre. Wir würden die Fähre weiterempfehlen, weil die kostet nur 5 Euro statt dem Speedboot, was mehr als 30 Euro kostet. Und die Fährfahrt dauert irgendwie 5-6 Stunden, ist aber super chillig und außerdem kann man da auch einen Roller mitnehmen. Und die Fähre kommt in Lemba an. Das ist eine kleine Hafenstadt in Lombok und da warten auch schon Fahrer auf euch, die euch zu eurem Ziel bringen können. Wir haben vorher den Transport über unsere Unterkunft organisiert und umgerechnet ungefähr 18 Euro gezahlt. Aber je nach Verhandlungsgeschick kann man das Ganze auch ein bisschen günstiger machen. Und Lombok hat mittlerweile auch einen Flughafen. Der wird von ganz vielen Städten hier in Indonesien angeflogen. Also beispielsweise von Jakarta oder auch eben von Bali, was dann nur ein sehr kurzer Flug ist, aber auch international beispielsweise von Kuala Lumpur oder Singapur. Und die bekanntesten Spots hier auf Lombok sind zum einen Senggigi im Westen, wo auch die Gillis in der Nähe sind, und zum anderen Kuta Lombok im Süden, und hier sind wir jetzt gerade. Das hier ist unsere Unterkunft in Kuta, das Matahari Inn, und es ist wirklich richtig, richtig schön. Also wir haben ein großes Doppelzimmer mit Klimaanlage, mit eigenem Bad, es ist alles sauber, aber das Schönste hieran ist eigentlich die ganze Anlage. Es ist wunderschön grün, hier stehen so riesige Palmen, es gibt einen richtig schönen Pool, also der ganze Außenbereich ist wirklich mega schön und das Ganze ist auch mit Frühstück und wir zahlen nur 21 Euro pro Nacht, also das war echt ein Schnäppchen, weil wir relativ früh gebucht haben. Normalerweise ist das Ganze ein bisschen teurer, aber es gibt hier in Kuta super viele Unterkünfte, wo wirklich für jedes Budget was dabei ist. Und jetzt wird es aber mal Zeit, hier Kuta ein bisschen zu erkunden. Saya mau 2 bintang. Oh my god, where did you learn that bahasa? Google. Google, good. Okay, asu. Thank you guys. Wir haben uns jetzt auf dem Weg zum Pantai Kuta, also hier zum Strand, noch 2 Bintangen geholt und wollen mal so ein bisschen die Eindrücke aus Kuta mit euch teilen und müssen sagen, es gefällt uns ziemlich gut. Also es ist schon ein touristischer Ort, so natürlich ist einer der bekanntesten Orte hier auf Lombok, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Es ist gar nicht überlaufen. Und es vermischt sich auch mit dem Local Life, würde ich sagen. Also man hat dann auch zum Beispiel so fancy Cafés und Restaurants, aber direkt daneben ist dann Warung, also ein ganz einfaches lokales Restaurant, wo man halt gebratenen Reis für 1 Euro bekommt. Also oder Kaffee für 3 Euro, das hat Helen heute auch gemacht. Ja, also man kann selber entscheiden, so, was ist das Budget. Es koexistiert hier beides nebeneinander auf eine ganz angenehme Art und Weise. Man findet alles, was man braucht hier, alles, was man machen kann in der Nähe. Transporte, gutes Essen, Massage und auch was zu trinken. Also waren viele Bars und so weiter. Von daher gefällt uns gut. Und jetzt gehen wir mal an den Strand hier. Ich habe mir hier mal das Mikro geschnappt zwischen Wind und Wellen, damit ihr mich versteht. Wir trinken jetzt hier ganz gemütlich unser Bintang. Die Sonne ist hinter dem Hügel da verschwunden und der Kuta Beach ist jetzt mit Sicherheit nicht der schönste Strand auf Lombok. So viel können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, ohne die anderen gesehen zu haben. Aber er liegt halt direkt vor der Haustür und er soll auch gut zum Surfen geeignet sein. Allerdings haben wir weder gestern Nachmittag noch heute Abend Surfer gesehen. Wahrscheinlich sind die dann eher morgens da oder weiter draußen. Ich weiß es nicht. Surfen ist mit Sicherheit auch nochmal ein Thema morgen. Aber um das alles morgen zu erkunden, brauchen wir erstmal einen Roller. Yes. Yes. And how much is it for one day? I have 3 category scooter. For the small, it's 665. Also Rollerverleih gibt es hier in jeder Ecke oder auch in jeder Unterkunft. Wir haben jetzt mal ein bisschen nachgefragt. Wir haben die Preise gehört zwischen 65 und 80.000. Also 65, ich blende mal ein, wie viel das ist. Ich kann das nicht so genau umrechnen. Also relativ günstig. Und wir schnappen uns den morgen und jetzt gehen wir was essen. Hier direkt Nasi Goreng für 15.000 K. Lassen wir uns jetzt mal schmecken. Guten Appetit, Salamat Makan. Guten Appetit. Also schmeckt auf jeden Fall auch wieder mega gut und das kostet halt nicht mal 1 Euro. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung hier, vor allem weil man auch richtig schön hier sitzt mit den Lichterketten und so. Ist richtig cute.
Und ja, ich würde sagen, damit lassen wir den Abend auch ausklingen, denn morgen haben wir viel vor und dann sehen wir uns morgen früh beim Rollerverleih wieder. Eine relativ kurze Nacht liegt hinter uns. Wir haben jetzt, glaube ich, so 4:30 oder 5. Es gab heute auf Lombok, oder was heißt heute, gerade eben hier ein ziemlich heftiges Erdbeben. Ich glaube, es ist mit der Stärke 7,1 angegeben, nördlich von Lombok. Also auch alle, die auf Bali waren, haben es wahrscheinlich gut gespürt. Und ja, ist ein scary Erlebnis nach wie vor. Also irgendwie am Anfang unserer Weltreise steht erstmal ein Erdbeben bevor. Wir hatten es damals in Guatemala, da war es auch ziemlich heftig. Aber der Unterschied hier ist, man ist halt auf einer Insel. Der Strand ist mehr oder weniger da vorne und ja, die Hotelgäste haben auch relativ verunsichert draußen gestanden und auf Infos vom Staff gewartet, was dann ist bezüglich den Tsunamis. Es gibt jetzt Entwarnung vom Staff, auch, sag ich mal, verschiedene Internetseiten geben eine Tsunami-Entwarnung, was natürlich schon mal sehr gut ist, aber ich sage auch mal, es ist jetzt das 3. Erdbeben, was wir auf Reisen erleben. Es ist jedes Mal so scary und jedes Mal nachts, 3-mal nachts, man liegt im Bett, alles fängt an zu wackeln. Ich habe zu Helen rüber geguckt, gesagt, scheiße Helen, das ist schon wieder passiert. Einmal tief durchatmen, ich weiß nicht, ob wir nochmal ein Auge zudrücken. Ich glaube eher nicht. Der Muizin ist schon wieder am Rufen. Ich denke mal, das ist ein gutes Zeichen. Selamat pagi. So, der Schock von heute Nacht ist verdaut. Also das Wichtigste ist, dass nichts passiert ist. Es gab keine Schäden und keine verletzten Personen. Das Erdbeben war also zum Glück nicht so schlimm. Und für uns geht es jetzt los. Wir schwingen uns auf die Roller und unser erster Stopp heute ist Selong Belanak. YouTube subscribe. So we make some videos about Indonesia now. Yes, Yes. yes. Don't forget subscribe dan follow the channel. Comment also, don't forget. Comment. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selong Balanak ist einer der bekanntesten Surfstrände hier auf Lombok, vor allem für Beginner. Und ich würde mal so sagen, wir sind Beginner, wir haben es noch nie gemacht, wir werden es mit Sicherheit mal ausprobieren. Ich habe es einmal gemacht. Ah ja, okay, sorry, aber wir fragen, wenn wir hier mal ein bisschen langgelaufen sind, am Ende mal, was so eine Stunde kostet und so weiter. Das teilen wir auch noch alles mit euch. Aber ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach erstmal den Strand lang. Das ist wirklich ein Traum. Ja. Unfassbar schön hier. Mega schön. Wow. Selong Belanak ist auf jeden Fall ein Strand für Surf-Anfänger, weil die Wellen brechen hier halt relativ nah am Strand. Man muss also nicht großartig weit rauspaddeln, sind relativ flach. Also es ist wirklich perfekt geeignet. Und in Nicaragua habe ich nochmal gekniffen. In Las Penitas, da war es ähnlich. Ich glaube, diesmal habe ich keine Ausrede. Wenn man das hier sieht, da kriegt man schon ziemlich Bock. Aber jetzt wird es erstmal Zeit, die Drohne auszupacken. Zum ersten Mal auf Weltreise 2.0. Ich habe vorher schon gelesen, der Selong Belanak soll zu den schöneren Stränden auf Lombok gehören, aber dass er so schön ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, es ist alles perfekt. Der ist halt auch super lang. Also wenn man hier ankommt mit dem Motorrad, dann sind da direkt so ein paar Liegen, aber man kann einfach ein Stück weiter laufen und dann ist da halt niemand mehr. Dann hat man den ganzen Strand für sich. Und es eignet sich auch zum Schwimmen, nicht nur zum Surfen. Ich war ganz lange im Meer. Jetzt haben wir Hunger. Da vorne sind ein paar Warungs. Gehen wir mal gutes Nasi Goreng essen. Wir lassen es uns jetzt hier schmecken. Generell das Essen bisher auf Lombok übertrieben lecker und halt voll günstig. Und ich habe mal so ein bisschen die Surfschools hier abgeklappert, mich ein bisschen nach den Preisen erkundigt. Und hier beispielsweise, wo wir jetzt gerade sind, dann kosten 2 Stunden mit einem privaten Surflehrer und Surfbrett 250.000 indonesische Rupien. Und man kann das Surfbrett für den Rest des Tages behalten. Also wir werden es auf jeden Fall machen. Nicht jetzt in den nächsten Tagen, solange wir in Kuta sind, sondern wir buchen uns hier nochmal eine Unterkunft, weil man geht meistens morgens raus. Und dann muss man nicht erstmal eine halbe Stunde hier hinfahren, sondern kann sich hier direkt was suchen. Das findet ihr dann auf unserem Blog www.betterbeyond.de. Da fassen wir ein paar Informationen zum Surfen zusammen. Also, wir lassen es uns schmecken und dann geht's ab zum nächsten Strand. Er wollte auch mal runterfahren? Nein, ich wollte nicht, ich muss. Du musstest, weil ich filmen wollte. Ja, damit Horst filmen kann. Ich habe es eigentlich gut gemacht. Ist
da hinten irgendwo, nicht im Busch gelandet, aber... Ja, beim Drehen. Ich kann das noch nicht so gut einschätzen. Wir sind ein bisschen im Busch gefahren. War das nicht ein Vorsatz für dich auf Weltreise, ein bisschen mehr Roller fahren? Ja, mache ich. Also wir haben Weltreisetag 3. Bei uns gab auch schon Erdbeben. Also, Ja, wir nehmen alles mit. Wir wollten eigentlich zum Tanjung An, noch zum Strand, aber jetzt geht es schon Richtung Sunset, deswegen sind wir jetzt hier auf dem Bukit Merese. Das ist so ein kleiner Hill, wo man schön den Sonnenuntergang sehen kann. Aber ihr seht hier, glaube ich, so im Hintergrund ja, sehr, sehr viele Verkäufer. Man muss auch irgendwie Parkgebühr zahlen und ja, hier ist so ein bisschen was entstanden, um es mal so zu formulieren. Gehen wir mal hoch auf den Viewpoint und hoffen, dass wir einen schönen Sonnenuntergang sehen. Es haben sich hier auf jeden Fall einige Leute versammelt, auch wieder einige deutsche Touristen, deswegen rede ich auch ein bisschen leiser, weil das dann immer ein bisschen peinlich ist. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also der Spot ist wunderschön, es ist mit Sicherheit einer der schönsten Sonnenuntergangsplätze hier auf Lombok. Man sieht den Sonnenuntergang richtig schön, man hat so diese Felsen, die Wellen brechen sich davor, es sieht wirklich wunderschön aus. Nächster Tag, hier sind wir jetzt beim Tanjung An Beach und ich glaube, ihr seht so ein bisschen im Hintergrund, die Ebbe und Flut ist auf jeden Fall hier an den Stränden an der Südküste in Lombok relativ ausgeprägt. Also bei Flut sieht er mit Sicherheit um einiges schöner aus. Wir sehen, wie das Wasser eigentlich viel höher geht und ja, ich glaube, auch das seht ihr im Hintergrund viel, ich weiß nicht, ob Seegras vermischt, Ja, Algen vermischt mit ja doch nicht zu wenig Müll. Also das ist einer der vermülltesten Strände, die wir so bisher gesehen haben, wo es halt auch einfach viel im Wasser ist, viel hier in diesen Algen und so weiter. Von daher, ja, weiß ich nicht, wie es bei Flut aussieht, wahrscheinlich schöner, aber wir gehen mal eine Ecke weiter, da sieht es ein bisschen besser aus. Wir sind jetzt nochmal hier auf dem Bukit Merese, wo wir gestern den Sunset geschaut haben. Ein windstilles, aber dafür sehr heißes Plätzchen. Und es ist quasi die andere Seite, wo wir jetzt hochgegangen sind, wo man einen Blick auf den Tanjung An hat, wo wir auch gerade waren. Und wir wollen dem Strand jetzt kein Unrecht tun, weil wir jetzt bei Ebbe da gewesen sind. Also ich glaube, bei Flut sieht es mit Sicherheit viel schöner aus. Und wir gehen auch nochmal hin, wenn Flut ist. Und es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Strände hier an der Südküste. Den Mavoon Beach, Tampa, ganz, ganz viele andere. Wir schauen uns die alle noch an, aber das würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen. Deswegen belassen wir es bei den beiden. Das findet ihr dann alles auf dem Blog unter www.betterbeyond.de. Dann kommen wir jetzt nochmal zu einem kleinen Gesamtfazit hier von unserem ersten Stop auf Lombok. Also wir kennen auf jeden Fall untouristischere Ecken in Indonesien, wie beispielsweise Molukken, die Inseln Halmahera, Ternate, auch Teile von Java und so weiter. Aber es gibt natürlich auch viel touristischere Ecken, wie beispielsweise hier die Nachbarinsel Bali. Aber wir müssen sagen, Kuta hat eigentlich einen ganz angenehmen Mix. Aber können wir es hier als Geheimtipp verkaufen? Auf gar keinen Fall. Also Kuta Lombok ist weit davon entfernt, ein Geheimtipp zu sein. Dafür ist es schon viel zu weit. Aber ist es vielleicht eine weniger touristische Alternative zu Bali? Da würden wir sagen, schon. Und bevor jetzt vielleicht jemand kommentiert, dass es auch auf Bali untouristische Ecken gibt, das stimmt natürlich, das wissen wir auch. Wir waren auch selbst schon auf Bali 2018 und werden jetzt auch sehr wahrscheinlich nochmal hinreisen. Und wir wollen auch Bali überhaupt nicht seine Schönheit absprechen. Also es ist zu Recht so eine beliebte Insel. Aber wir denken eben, dass Kuta auf Lombok eine gute Alternative sein kann. Und man muss ja auch dazu sagen, dass Kuta wahrscheinlich zusammen mit den Gilis schon der touristischste Ort auf Lombok ist. Und was uns hier in Kuta auch gut gefallen hat, ist so das ganze Publikum an Touristen. Also es sind schon noch überwiegend Backpacker, würde ich sagen, junge Leute, Surfer natürlich auch, aber es vermischt sich auch mit inländischen Touristen. Also hier Kuta ist auch bei den Indonesiern ein beliebtes Reiseziel hier auf Lombok. Dazu kommen auch Familien oder Paare, die
die hier in Urlaub machen wollen. Also es ist ein ganz angenehmer Mix. Das zeigt sich auch hier in der Stadt so ein bisschen. Es gibt so eine große Straße, die ist so ein bisschen mehr fancy mit chilligen Cafés und Boutiquen und ein bisschen teureren Restaurants in Anführungszeichen. Und die kleinen Nebenstraßen sind halt wirklich mit günstigen Barons oder Bars, wo man was trinken gehen kann und so weiter. Also das teilt sich so ein bisschen auf und man vermischt sich auf der anderen Seite auch wieder. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und sind aber auch 1, 2 negative Sachen aufgefallen. Und das eine ist das Thema Müll. Das ist ja leider insbesondere auf Inseln oft der Fall, dass es ein bisschen schwierig ist mit der Müllentsorgung. Das ist hier auch so. Also man sieht schon viel Müll, wenn man mit dem Roller irgendwo lang fährt. Es ist häufig am Straßenrand oder in so kleinen Kanälen oder halt an den Stränden zum Teil auch oder auch im Meer. Also das haben wir schon gemerkt auf jeden Fall und ich glaube, wir sind schon da eigentlich relativ dran gewöhnt und wenn uns das auffällt, dann ist es, glaube ich, schon auf jeden Fall ein Thema. Dann eine weitere Sache, die uns ein bisschen gestört hat, in Anführungszeichen, ist, dass man halt sehr oft von Verkäufern angesprochen wird. Ich meine, die machen auch nur ihren Job, die müssen auch Geld verdienen und so weiter, deswegen wollen wir das irgendwie jetzt nicht schlecht reden, aber es ist dann halt irgendwie, wenn man am Strand irgendwie ganz gemütlich chillt, ein Buch liest oder so und dann kommt halt jemand und will einem irgendwie was verkaufen, was man eigentlich nicht haben will, dann war es schon manchmal nervig, so ehrlich wollen wir sein und was halt unserer Meinung nach dann schon wirklich eher traurig war, ist hier super viele Kindersachen verkaufen, also wirklich 6, 8, 10 Jahre alt, die verkaufen überall so Armbändchen und es wird auch toleriert, also wenn man beispielsweise in ein Restaurant geht, dann kommen die rein, die Besitzer schicken die nicht weg oder so, also das war ja schon ein bisschen traurig zu sehen, ehrlicherweise. Und am Ende bleibt ja so ein bisschen die Frage, wo steht Kuta jetzt und wie entwickelt es sich in der Zukunft? Also aktuell empfinden wir es ja ganz angenehm, habt ihr jetzt in dem Video gesehen, aber man merkt auf jeden Fall die Entwicklung. Wir haben ein paar Leuten gesprochen, die hier vor 20 Jahren waren, also ich glaube, die würden es wahrscheinlich nicht mehr wiedererkennen. Es hat mittlerweile schon echt zugelegt an Tourismus und es versucht auch weiterhin zuzulegen. Also hier im Süden von Lombok, ganz in der Nähe von Kuta, wird auch eine Rennstrecke gebaut. Fragt mich nicht wieso und was man sich davon erhofft, aber es gibt ganz viele neue Straßen, also große Infrastrukturprojekte. Das werdet ihr sehen, wenn ihr irgendwie zum Tanjung An fahrt. Da werdet ihr euch fragen, was passiert hier eigentlich? Also es wirkt noch ein bisschen undurchsichtig zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Irgendwie modern auf der einen Seite, aber unfertig und überall noch Baustelle auf der anderen Seite. Ja, und der Flughafen ist ja auch noch relativ neu. Von daher ja, ist man bemüht, Lombok ein bisschen an Bali ranzuholen, was auf der einen Seite natürlich gut ist für die Leute hier. Es bringt ein bisschen mehr Geld rein, was natürlich auf der anderen Seite ein bisschen schade ist, weil damit so die Alternative verloren geht. Und ich würde sagen, es ist gerade so ein bisschen an der Grenze. Also wir schätzen die touristischen Annehmlichkeiten, die man hier hat, ohne dass es zu sehr überlaufen ist, aber es dürfte jetzt für unser Empfinden, für unser persönliches Empfinden, nicht noch viel mehr sein, müsste ich ehrlicherweise sagen. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Spots auf Lombok, die viel weniger bekannt sind auf Kuta. Die erkunden wir auch in den nächsten Wochen und zwar schon im nächsten Video. Dann geht es zu den Secret Gillies und wir sehen uns dann wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Nein, geh mal zurück, Oh Mann. Und es macht... Und insgesamt es gibt viele Palmen und... Sag du das, ich habe keine Lust, ich weiß es nicht. Kriegst glaube ich nicht hin. Ich kann nicht gehen. Zeit ins Bett zu gehen, weil morgen steht ein richtig cooler Tag vor uns. Das seht ihr dann im nächsten Video. Nee, das seht ihr nicht im nächsten